Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video damit, wie ich Daten, die ich mithilfe einer Tasmota-Steckdose ermittelt habe, in eine Datei speichern kann. Habe ich diese Steckdose einmal in Betrieb genommen, so kann ich mit der Web-Oberfläche, die sich auf dem ESP8266 in dieser Steckdose befindet, Daten abfragen. Habe ich zum Beispiel diese Lampe hier angeschlossen, so kann ich die Stromstärke, die Leistungsaufnahme dieser Lampe und auch die Spannung, die sich hier befindet, auf der Web-Oberfläche abfragen und auch noch einige Werte mehr. Diese werden aber nun hier nicht aufgezeichnet und gehen mir verloren. Ich kann sie mir jederzeit ansehen, aber ich kann eben nicht zurückblicken. Ich gehe nun davon aus, dass ich diese Steckdose in meinem WLAN integriert habe und über meinen Laptop genau auf diese Web-Oberfläche zugreifen kann. Das habe ich bereits in einem älteren Video gezeigt. Um nun die Daten aufzeichnen zu können, verwende ich MQTT. Ich werde die Steckdose so einstellen, dass sie Daten via MQTT über einen MQTT-Broker sendet, dessen Daten ich dann wiederum mit einem geeigneten Programm auf meinem Laptop empfangen kann. Dazu werde ich die Tasmota-Steckdose eben passend einrichten müssen und ich werde ein entsprechendes Programm schreiben müssen. Die Programmierung nehme ich dabei mit Node-RED vor. Das ist eine grafische Programmiermöglichkeit, mit der das Programmieren recht einfach ist. Ich kann also hier die entsprechenden Elemente zusammenziehen auf der Oberfläche eines Browsers und kann dann einzelne Einstellungen vornehmen, ohne dass ich wirklich Programmcode schreiben muss. An dieser Stelle möchte ich auf zwei Videos hinweisen, in denen ich mich einmal mit der Tasmota-Steckdose als solcher befasst habe und deren Inbetriebnahme, sowie auf ein älteres Video, in dem ich gezeigt habe, wie ich die Daten meines Home-Miles-Wechselrichters ebenfalls über MQTT aufzeichnen kann. Diese beiden Links sind in der Beschreibung zu diesem Video zu finden. Ich zeige nun zunächst, welche Einstellung ich an meiner Tasmota-Steckdose vornehmen muss. Ich befinde mich hier im Browser, habe die IP-Adresse meiner Tasmota-Steckdose aufgerufen und befinde mich nun im Main-Menü. Und hier kann ich einige Daten ablesen, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, zum Beispiel die Stromstärke, die hier gerade vorhanden ist. Ich muss nun, um mit MQTT zu arbeiten, auf Konfiguration gehen, Konfiguration MQTT im nächsten Schritt vornehmen und hier oben muss ich nun meinen MQTT-Broker eingeben. Das ist bei mir MQTT Eclipse Projects IO. Außerdem muss ich hier einen Port angeben. Das ist standardmäßig 1883. Der MQTT-Broker wird die Daten, die meine Steckdose über mein WLAN sendet, an diesem Broker einfach entgegennehmen und an diejenigen weiterreichen, die sich hier registriert haben. Man sollte dabei beachten, wenn man keinen Passwortschutz eingibt, dass jedermann diese Daten abfragen kann. Die sollte man also nicht öffentlich zugänglich machen, sodass jeder da dran kommt, oder man muss sich halt des Sicherheitsrisikos dabei bewusst sein. Also einzugeben ist hier der Broker, der entsprechende Port und ein Topic. Bei mir heißt das Topic Tasmota 123 und ich muss hier diesen Befehl eingeben, so wie er hier steht, um das Ganze zu realisieren. Außerdem sollte ich hier unter Configure Logging eine Zeit einstellen. Das geht hier unten unter Telemetry Period. Eine Zeit, in diesem Fall 10 Sekunden, das heißt, meine Steckdose wird alle 10 Sekunden einen Datensatz senden. Ich gehe wieder zurück ins Hauptmenü, Main Menu, und wie ich später nochmal erläutern werde, kann ich hier an dieser Stelle unter Konsole die Daten abfragen, die meine Steckdose nun mittels MQTT sendet. Wir sehen das hier, alle 10 Sekunden erscheint eine neue Zeile. Das sind die Daten, die gesendet werden, und
die muss ich mir auch näher ansehen, um nachher die Daten auswerten zu können. Das werde ich aber im Laufe dieses Videos zeigen. Ja, das waren schon die Einstellungen, die ich an meiner Steckdose vornehmen muss. Sie sendet nun tatsächlich über das Internet Daten an meinen MQTT-Broker und alle, die sich dort registriert haben, können diese Daten nun auswerten. Im Folgenden werde ich nun zeigen, wie ich unter Node-RED das Programm realisiere und ich werde auch zeigen, wie die einzelnen Einstellungen dazu auszusehen haben. Bevor ich hier nun sogenannte TAS-Motor-Nodes einbinden kann, muss ich zunächst allerdings an dieser Stelle unter Einstellungen und Palette hier entsprechende TAS-Motor-Nodes installieren. Wir sehen das hier, ich habe das ja bereits hier durchgeführt, ich werde das jetzt also nicht nochmal nachvollziehen. Wenn ich über diesen Weg gehe, kann ich TAS-Motor-Nodes einbinden in meine Node-RED-Oberfläche. Ich gehe natürlich davon aus, dass Sie schon mit Node-RED umgehen können. Sie müssen dazu, wenn Sie Node-RED installiert haben, einfach unten in die Suchschiene von Windows Node-RED eingeben. Dann wird Node-RED im Hintergrund gestartet und Sie können dann im Browser über HTTP localhost 1880 diese Oberfläche starten und dort einen entsprechenden Flow angeben. Im Folgenden schaue ich mir nun die einzelnen Programmkomponenten an. Wir sehen hier im oberen linken Teil die Möglichkeit, meine Steckdose ein- und auszuschalten. Das heißt, wenn ich hier drauf klicke, wird die Steckdose eingeschaltet. Klicke ich hier drauf, wird sie wiederum ausgeschaltet. Im unteren Teil ist realisiert, die Daten von der Steckdose zu empfangen. Die kommen dann also von meinem MQTT-Broker. Und jedes Mal, wenn hier Daten ankommen, werden diese an diese 4 Change Nodes weitergegeben. Innerhalb dieser einzelnen Change Nodes werden nun bestimmte Datenanteile ausgefiltert und werden dann in diesem Join Node an dieser Stelle zusammengefügt und schließlich in einer Datei gespeichert. An dieser Stelle wird noch eine Änderung vorgenommen, da wird ein großes T zu einem Semikolon verwandelt, das werde ich gleich zeigen. Und hier gibt es einfach Delay-Nodes, die eine Verzögerung erzeugen, damit die Daten garantiert immer in der richtigen Reihenfolge in diesem Join-Node ankommen. Nun aber zu den einzelnen Einstellungen in meinen einzelnen Nodes. Wir sehen hier ein Inject-Node, den kann ich an dieser Stelle greifen. Das ist der ein-Node und wir sehen hier, was ich dort einzustellen habe. Ich muss nur einstellen, wenn hier eine Aktion erfolgt, dass dieser Node dann ein True sendet. Da kann ich das einstellen, True, also quasi eine 1 sendet. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Die sendet er raus, sobald ich hier drauf klicke. Entsprechend einfach ist natürlich die Einstellung des Aus-Nodes, den ich übrigens hier mit einem Namen versehen kann. Der sendet ein False, quasi eine 0, sobald ich hier einmal draufklicke. Wir sehen hier nun also den TAS-Motor-Switch und ich zeige im Folgenden die Einstellungen, die ich hier vorzunehmen habe. Und zwar muss ich hier den Topic eingeben, TAS-Motor 123, das habe ich auch an der Steckdose entsprechend eingestellt. Und ich muss natürlich noch den Broker angeben. Hier ist einfach nur ein Name für den Broker vergeben, der ist allerdings unbedeutend. Die weiteren Einstellungen für den Broker kann ich hier vornehmen. Da kann zum Beispiel auch ein Username und ein Passwort eingegeben werden, wenn ich das auf der Steckdose entsprechend vorkonfiguriert habe. Wichtig ist aber für mich hier, da ich ohne Username und Passwort arbeite, dass ich an dieser Stelle wiederum den MQTT-Broker eingebe, MQTT Eclipse Projects IO und den entsprechenden Port. Das war es auch schon, was ich hier einzustellen habe. Damit bin ich in der Lage, über diesen Ein- und Ausschalter meine Steckdose ein- und auszuschalten. Damit komme ich auch schon zum zweiten Teil meines Programms. Wir sehen hier den TAS-Motor Sensor Node, den ich an dieser Stelle greifen kann.
Auch hier zeige ich nun die Einstellung. Auch hier sehen wir schon, der ist online. Die Einstellung nehme ich nun hier vor. Das ist ganz ähnlich wie hier oben bei dem Switch Mode. Ich gebe hier wieder den Topic ein. Wir sehen hier auch den Gesamttopic, den ich ja auch schon auf der Steckdose eingestellt habe. Und an dieser Stelle muss ich nun wiederum mein Broker MQTT Eclipse Projects IO und den entsprechenden Port angeben. Und wir sehen, damit ist die Steckdose hier auch schon online. Das heißt, der Empfangsnode ist online. Und in dem Moment, wo Daten hier ankommen, empfangen werden, werden diese nun weitergegeben an diese 4 Change Nodes. Ich schaue mir zunächst nun den obersten Node an und dessen Einstellungen. Hier muss ich nun MSG Payload Time eingeben. Wie ich an diese Information komme, werde ich gleich noch zeigen. Und muss sie an Payload verschieben. Das heißt, aus dem ganzen Datensatz, der hier ankommt, wird nun Time herausgegriffen und wird an den Ausgang dieses Nodes verschoben. Sobald es hier also ankommt, wird dieser Teil Time herausgefiltert und weitergegeben. Das Ganze wird dann weitergegeben an diesen Funktionsnode und hier gibt es nun ein wenig Programmcode. Das heißt, unter Function muss ich hier nun eine kleine Programmierung vornehmen. MSG Payload gleich, das ist also das, was an den Ausgang kommt, ist das, was empfangen wird. Und dort wird Replace T, das große T, ersetzt durch ein Semikolon. Und schließlich mit Return Message gebe ich das Ganze dann weiter an den Ausgang. Das ist tatsächlich schon alles, was ich hier einzustellen habe. Ich habe hier entsprechend einen sinnvollen Namen gewählt, T zu Semikolon. Damit ist diese Funktionalität schon gewährleistet. Ich schaue mir nun den Change Node an, indem ich den Wert der Stromstärke herausfiltere. Wir sehen hier die entsprechenden Einstellungen aus Payload.EnergyCurrent. Wird der Stromwert herausgefiltert und als Payload, quasi als Datenlast an den Ausgang weitergegeben. Also diese Funktionalität, die wir hier sehen, filtert aus dem Gesamtpaket der Informationen die Stromstärke heraus und gibt sie an den Ausgang weiter. Den Node habe ich entsprechend Strom genannt. Ganz ähnlich sieht das natürlich nun aus für Power. Auch hier wird aus dem Gesamtinformationspaket die Leistung herausgefiltert und an den Ausgang weitergegeben. Für die Spannung zeige ich das jetzt nicht mehr, das geht entsprechend mit Voltage. Ich bin nun hergegangen und habe die Werte, die von hier kommen, mit einer Zeitverzögerung versehen. Hier einmal 1 Millisekunde, 1,1 Millisekunden und 1,2 Millisekunden. Das mache ich deshalb, damit garantiert immer die gleiche Reihenfolge für diese Daten eingehalten wird. Hier gibt es keine Zeitverzögerung, sodass zuerst das Datum und die Zeit hier ankommen werden. Ich schaue mir einmal diesen Delay-Node an. Das ist also recht einfach. Jede Nachricht wird verzögert. Es gibt eine fixe Verzögerung und die beträgt eben 1 Millisekunde. Mehr ist hier nicht einzustellen. Die 4 Datensätze bestehend aus Datum und Zeit, Stromstärke, Power und Voltage kommen nun an dem Join Node an. Und hier sind wiederum einige Einstellungen vorzunehmen. Ich habe das Ganze im Modus manuell angelegt und hier muss ich nun verbinde jede MS Payload, also alles, was hier ankommt, und mache daraus ein String. Und trenne wiederum die einzelnen Informationen mit Hilfe eines Semikolons. Ich kann nun weiter so verfahren, dass ich hier die Anzahl der Informationen angebe, nach denen gesendet werden soll, denn der Join Node gibt die Daten ja nun auch wieder weiter. Ich habe mich allerdings dagegen entschieden, sondern ich lasse einfach 0,2 Sekunden verstreichen, nachdem die erste Nachricht angekommen ist, und dann wird dieses ganze Datenpaket, das in diesem Join nun aus diesen Daten zusammengestellt worden ist, weitergegeben an diesen Node. Das ist der
Write File Node, den ich hier abgreifen kann. Auch den schaue ich mir jetzt näher an. Der Write File Node ist folgendermaßen einzustellen. Wir sehen hier ein Path, also ein Pfad, in dem meine Datei liegt, in die ich das hineinschreiben möchte. Ich muss hier nun einstellen, dass die Informationen, die hier kommen, in der Datei angehängt werden. Außerdem soll ein Zeilenumbruch nach jedem Payload erfolgen, denn sonst kann ich das nicht wirklich gut auswerten. An dieser Stelle habe ich gesagt, das Verzeichnis möge erstellt werden, wenn es noch nicht vorhanden ist. Das muss man nur einmalig machen. Die Codierung ist UTF-8. Und an dieser Stelle gebe ich nun den Namen ein, den der Node hat. Der Dateiname ist hier zu finden. Da befindet sich der Dateiname, nicht etwa hier. Das ist nur der Name meines Nodes. Und damit ist das Ganze auch schon vollzogen. Ich kann also tatsächlich auf diese Weise ein entsprechendes Programm schreiben. Das läuft allerdings nur dann, wenn ich Node-RED auf meinem Rechner gestartet habe und der Rechner nicht inaktiviert ist. Es bleibt nun an dieser Stelle noch zu zeigen, wie ich denn gezielt die Informationen ausfiltern kann, die über MQTT gesendet werden. Ich habe am Anfang bereits gezeigt, wie ich über die Konsole meiner Steckdose an die entsprechenden Strings komme. Und ich habe hier nun einen dieser Strings rauskopiert. Wir sehen, hier ist der ganze String aufgeführt und hier sehe ich, dass unter Time das Datum mit dem Trennzeichen großes T und der Zeit abgesendet wird. Und genau um diese beiden, das Datum und die Zeit voneinander zu trennen, hatte ich vorhin unter Node-RED das T durch ein Semikolon ersetzt. Ich sehe nun auch hier, dass unter Energy bestimmte Werte abgerufen werden können. Ich bin dann ja hergegangen und habe die Leistung abgefragt unter Energy.Power. Unter Energy.Voltage bekomme ich die Spannung und unter Energy.Current kann ich den Strom abgreifen. Wir sehen hier die weiteren Informationen, die hier angegeben werden. Das ist einmal Total, das bezieht sich auf die gesamte Arbeit, die hier bereits über die Steckdose abgegriffen worden ist. Yesterday, dort steht die Arbeit, die gestern abgegriffen worden ist. Unter Today finde ich die Arbeit, die heute abgegriffen worden ist in Kilowattstunden. Unter Apparent Power finde ich die Scheinleistung, die gerade über diese Steckdose abgegriffen wird. Das ist etwas anderes als Power. Power wird in Watt angegeben, Apparent Power wird in VA angegeben. Auf den Unterschied gehe ich hier allerdings nicht näher ein. Und ich kann unter Reactive Power die sogenannte Blindleistung abfragen, die über die Steckdose in den Verbraucher geht und ins Netz zurückgespeist wird. Außerdem kann ich den Power-Faktor abfragen, das entspricht dem Cosinus Phi. Auch hier gehe ich nicht näher darauf ein. Das sind nämlich sehr spezielle Größen, die nur von Elektrofachkräften vernünftig interpretiert werden können. Nun kann ich in dem Pfad, den ich in Node-RED angegeben habe, auf diese Datei zugreifen. Wir sehen, die ist bei mir hier schon mit Excel verknüpft. Ich werde sie allerdings zunächst mit dem Standard-Editor öffnen, rechte Maustaste, öffnen mit Editor. Wir sehen hier die geöffnete Datei. Von Hand habe ich hier oben nun eingefügt das Wort Datum, Semikolon, Zeit, Semikolon, I in Milliampere, Semikolon, P in Watt, Semikolon und U in Volt. Denn das entspricht genau diesen Werten, die wir in den Zeilen sehen. Zunächst das Datum, Semikolon, Zeit, Semikolon, die Stromstärke, Semikolon, die Leistung, Semikolon und die Spannung, die ich gerade gemessen habe. Der Kopf dieser Datei, die Kopfzeile, ist insbesondere wichtig, wenn ich das Ganze nach Excel importieren will, damit hier eben eine vernünftige Beschriftung gegeben ist. Ich kann nun diese Datei schon wieder schließen und werde nun zeigen, wie ich das Ganze in Excel abgreifen kann. Dazu starte ich Excel, lege eine leere Datei an und möchte nun diese Daten nach Excel importieren. Dazu gehe ich auf Daten, Daten abrufen, aus Datei,
aus CSV-Datei und muss hier oben nun wiederum den Pfad eingeben, in dem die Datei liegt. Hier kann ich nun einfach draufklicken, Tasmota CSV heißt die bei mir, und importieren. Es wird mir nun ein Vorschlag gemacht, wie das Importieren stattfinden soll. Wir sehen, das Ganze hat schon sinnvoll geklappt. Als Trennzeichen habe ich hier Semikolon eingegeben und wir sehen, dass die Kopfzeile hier auch schon auftaucht. Ich kann das Ganze jetzt laden und sehe, die Daten befinden sich nun in meiner Excel-Datei. Ein Riesenvorteil, das auf diese Weise zu verknüpfen, liegt auch darin, dass ich beim abermaligen Aufrufen der Excel-Datei über rechte Maustaste aktualisieren jederzeit Daten anfügen kann, die mittlerweile über Node-RED in meine Datei weiterhin hineingeschrieben worden sind. Wir sehen hier 16:48 Uhr und 47 Sekunden. Wenn ich hier aktualisiere, sehen wir, der nächste Datensatz ist mittlerweile in die CSV-Datei hineingeschrieben worden. Und ich kann auf diese Weise eben sehr leicht die nachgebesserten Werte in meine Excel-Datei abrufen. Ja, soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte Ihnen anschaulich erklären, wie ich die Daten, die ich auf der Weboberfläche meiner Tasmota-Steckdose abgreifen kann, mit Hilfe von MQTT und Node-RED in einer Datei speichern und unter Excel auswerten kann. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.